Jetzt wird das Hemd von der Arbeit ausgezogen und dann in Motorradklamotten rein und dann geht's auf die Piste. Gibt's noch die bayerische Verpflegung? So ist es. Leberkässemmeln. Ein Leberkäse und ein Salami-Semmel. Hey, Pfiatti. Alles Gute euch auch. Ciao. So, los geht's. Servus, Toni. Servus. Aber extra schöne Frau für die. Oh, super. Was für ein Ritt. Wir sind in Venedig. Große Schlange. Alles perfekt. So, und jetzt gibt's Frühstück. Bayerische Leberkässemmel. So, wir verlassen Italien. Morgen sind wir in Griechenland. So, Land in Sicht nach 24 Stunden. Ich habe mir gerade gedacht, was sticht denn so in meinem Schuh rein? Jetzt habe ich gerade aus der Sohle diese Klammer rausgezogen.
an der Brücke zum Peloponnes. Wir haben einen brutalen Wind, man sieht es auch am Wasser. Wir müssen jetzt genau in die Richtung, wo der Wind herkommt. Und das ist schon ganz schön heftig, gell? Toni, wie viel hast du jetzt tankt? 5,3 Liter auf 183 Kilometer. So, wir sind jetzt gerade an der Tankstelle hier an der Autobahn, kurz vor Patras. Und hier wirst du ja betankt. Und ich war jetzt an der Zapfsäule und jetzt hat er mal die ganze Ladung hier, der Tankstellenjunge, die ganze Ladung ging hier über Tosen. Ich stand da, eher auf der anderen Seite. Und jetzt stinkt hier alles nach Benzin. Dieser Eisenbahnfriedhof sieht ein bisschen traurig aus, aber die Bahnlinie fährt noch. Ich werde diese aber in einem separaten Video vorstellen, da es hier das Video etwas sprengen würde. Und schick heute, ha? Wenn ich mir hier überlege, ich hätte die Hand schon gar nicht weggenommen. Ich wollte nicht bitte. Die Stadt Kalafrita hat eine traurige Geschichte. Während des Zweiten Weltkriegs besetzten die Deutschen ja Griechenland und hier in dem Dorf fand ein Massaker an der Bevölkerung statt. Links die Uhrzeit zeigt den Zeitpunkt des Geschehens, rechts wird die aktuelle Uhrzeit angezeigt. In Gedenken an die Opfer besuchten wir die Kirche. Ah, schaut euch das mal an. Ey. Ah, hinten sieht man das Meer. Wunderbar. Der Golf von Korinth ist das, gell? So, wir sind jetzt am Kanal von Korinth. So schaut es hier aus. Bin ich ganz gespannt. Also man erkennt von weiter vorne überhaupt nichts. Oh mein Gott.
Ja, hier stillgelegte Schmalspurbahn, so schaut das heute aus. Wir haben uns kurz untergestellt, was ein bisschen geregnet hat. Aber ich denke, hier kommt kein Zug mehr vorbei. Also kurzes Update. Wir wollten ja mit dem Schiff von heute Abend von 20 Uhr von Piräus nach Chios fahren. Wurde verschoben wegen Wetterbedingungen. Nehmen wir an, starker Wind, zu starker Wind. Jetzt werden wir heute eine Nacht hier in Piräus bleiben. Und der Toni schaut schon nach einer Unterkunft. So ist es. So, wir sind da in Piräus, der Hafen von Athen. Ja, das kleine Einod, Fischerboterl in der Metropole. So frischer Fisch. The menu it's in Greek and later it's in English. Okay, das ist gut. Ja, und hier im Restaurant gibt es noch eine Grotte. Das ist ja lustig. Ja, und so schaut das Restaurant von innen aus. Sehr schön. So, das war jetzt das Fischrestaurant. Sehr lecker. Wir haben jetzt hier Abend gegessen, 2 Personen. Fisch und der Toni, also ich habe Calamari frittiert. Der Toni hatte Spaghetti mit Shrimps, mit Salat, mit Tzatziki, mit 2 Bier, mit Nachspeise. Waren wir jetzt genau bei 37 €. Ich denke, das ist in Ordnung. So, wir haben unser Schiff gefunden. Nach Chios, da steht es ja. Chio. Ja, und jetzt warten wir aufs Boarding.
Ja, das war jetzt die Insel Chios. Wir waren jetzt guten Tag hier, haben ein bisschen was gesehen. Hier oben im Gebirge waren wir auf dem Kloster, heute Mittag beim Essen in diesem kleinen Dorf. Hier vorne war unsere Unterkunft. Ja, und jetzt verabschieden wir uns von Griechenland. Jetzt geht's in die Türkei. Guten Morgen in der Türkei. Herrlich, wie die Sonne strahlt. Die Einreise hat nachts etwas länger gedauert, aber alles vergessen. Jetzt strahlt die Sonne und ein neuer Tag beginnt. Schaut euch mal die Leckereien an. Was denn? Irgendwie. Was? Da drauf Benzin. Ja, ich wusste nicht, was er meinte. Erstmal orientieren und schauen. Auf den Auspuff drauf. Er ist nicht der Benzinhand undicht, sondern der Falz, wo die Schweißnaht zusammenführt. Das Benzin tropft unaufhörlich auf den heißen Krümmer. Ui, hoffentlich brennt da nichts. Aus dem Benzin oder? Ja, was also tun? Wir fuhren erstmal weiter, weil draußen gibt es keine Möglichkeit, irgendwas zu reparieren. Wir erreichten in der nächstgrößeren Stadt einen Motorradhändler, den wir um Rat baten. Zum Glück hat das Motorrad zwischenzeitlich nicht zum Brennen begonnen. Ja. Das Resultat war eindeutig. Es floss Benzin aus der Schweißnaht. Die Beule, die man sieht, die ist nicht von mir, die war schon beim Kauf so, hat auch schon 2 Jahre lang gehalten. War vielleicht Ursache. Ja, nach einem kurzen, klärenden Gespräch mit dem Mann von der Werkstatt gab es nun 2 Optionen. Entweder wir lassen das Motorrad hier stehen und die Werkstatt versucht, den Tank zu löten, oder aber wir demontieren den Tank. Es gibt am Ort einen Mann, der das löten kann, und versuchen unser Glück zeitnah zu bewerkstelligen. Wir demontieren jetzt den Tank
Ja, wir lassen das Benzin aus. Der Tank wird jetzt abgebaut und zum, wie sagt man, Löter gefahren. Nachdem der Tank demontiert war, musste er von innen auch noch gereinigt werden. Hier wurde zu unkonventionellen Methoden gegriffen, was natürlich sehr hilfreich war. Da ist ein kleiner Rissel da. Wir haben einen schweren Ballast dabei, wie man sieht. Die halbe Teneré. Das hat die Teneré ein Loch an der falschen Stelle. Ein mürrischer alter Mann. Das gefällt mir. So, da liegt er jetzt. Jetzt schauen wir mal, was passiert. Die verstand natürlich kein Wort und wusste auch nicht, was sie vorhat. Warten wir es einfach mal. Ja, der Tank wird gerade ausgetrocknet. Herkömmlich mit einem Schlauch aus dem Auspuff, dass er halt innen einfach trocken ist. Und das ist dann die Werkstatt dazu. Das Trocknen des Tanks nahm ca. 15 bis 20 Minuten Zeit in Anspruch. In der Zeit beobachtete ich die beiden Männer, wie sie eine Kunststoffstoßstange eines Autos wieder reparierten. Bei uns hätte man vermutlich getauscht. Hier wird aus dem, was da ist, wieder repariert. Ja, ohne große Worte nahm sich dann der Meister meinen Tank an. Er platzierte ihn auf einem Holzstuhl, warf seinen Brenner an und lötete die Stelle fachmännisch mit Hartmut. Ach ja, was ich noch erwähnen wollte, man sieht, dass die beiden Benzinhähne im Vorfeld entfernt werden mussten. Das hatte den Grund, dass natürlich durch das Trocknen mit den Auspuffabgasen die Luft auch entweichen musste. So, die Fachleute sind schon da. Und gut, ja. Gut, you like it? Super. Jetzt wurde der Tank wieder montiert und angeschlossen. Ich hatte diese Handgriffe schon zigmal zu Hause durchgeführt, also kein Problem. Jetzt schauen wir mal, ob der Tank auch dicht ist. Ja. Das ist nur eine glänzende Stelle, aber nichts nass. Nee, schaut halt gut aus. Das machen wir mal auf, oder? Ja. Ich mach den auch auf. Mach beide auf, wir fahren Tankstelle, weißt du? Oh, oh. Was jetzt? Wo kommt das her? Irgendein Schlauch ist. Da ist nichts. Gibt es eine Lüftung? Kommt jetzt das her? Ja, was was sein kann. Hä? Dass das noch in der Wanne und drin stand, ist von vorher. Wow, very good. Very good, Captain. Gut hat er das gemacht, hätte ich gesagt. Nicht so schlecht. Ja, die unglaubliche Geschichte, gell? Von der Wiederbelebung der Teneré. Ja, Loch im Tank nach 39 Jahren plötzlich ist sicherlich was Ungewöhnliches. Da weiß ich schon, was ich will. Ja, das war der erste Teil. Schön und aufregend. Ich hoffe, ihr seid auch im nächsten Teil mit dabei. Dort werden wir immer weiter Richtung Osten in die Türkei fahren, teils auch auf unbefestigten Wegen. Wir werden wieder Problemchen lösen müssen und wir sehen atemberaubende Landschaften, treffen tolle Leute und freuen uns, immer weiter in unseren Reisemodus eintauchen zu können.
Ja, und noch eine Empfehlung, schaut doch auch bei Toni in seinem Kanal rein, Toni on Tour, da werdet ihr sicherlich auch vieles über diese Reise sehen und entdecken können. Hallo Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir bitte einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal. Aktuelle News seht ihr auch auf meinem Instagram-Channel 2Wheels4Adventure. Bis zum nächsten Mal.